Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht bereits schon den Code. Wenn ich diesen Code einmal wegmache, dann seht ihr die verrückteste Stunde, die es beim World Boss, glaube ich, jemals gab. Denn in der Nacht, kurz nach 0 Uhr bis irgendwann so 6, 7 Uhr morgens ist es passiert, dass die Server down gewesen sind, zumindest einige. Und das große Problem dabei ist, dass auf F9, der auch down gewesen ist, schon der World Boss gestartet hat. Das heißt, dass alle, die auf F9 spielen, quasi doppelt gelackmeiert sind, weil die halt eben erstmal nicht rein konnten, so wie auf anderen Servern das auch der Fall war. Ja, nur dass halt auf F9 eben die World Boss Downtime gewesen ist und damit ja noch mehr wettbewerbsunfähiger gemacht worden sind, als sie eh schon sind in der Ehrenhalle. Und das ist natürlich kompletter Bullshit. Und ich hoffe, dass es da dann auch die gerechtfertigte Kompensation für geben wird, denn das ist natürlich nicht sehr geil. Ich wollte diesen World Boss richtig hardcore tryhard reingehen, dass ich wirklich nichts verpasse, in Bezug auch auf unsere Challenge. Jetzt ist mir die Lust schon wieder sehr vergangen, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, für alle, die Bock haben, hier diesen Code einzulösen, macht das gerne. Ihr bekommt 50 Katalysatoren und 20 Lucky Coins. Dorza-3M8W, ja, könnt ihr beim Couponhändler eingeben, wenn ihr den World Boss betreten haben solltet. Also, ja, genau, dann könnt ihr das Ganze eingeben. So, ich mache das mal weg und dann zeige ich euch mal, was hier passiert ist. Und dann seht ihr schon, ja, das sieht nicht ganz normal aus hier, ne? Wenn wir mal ganz nach unten scrollen, hier war noch alles okay, hier haben wir gestern auch gestreamt, hier war alles tutti frutti, gute Stunde gehabt hier, ja, dann danach, die war nicht so gut, waren wir auch noch da, bis 21 Uhr waren wir da gewesen, da war alles super, ja, und dann ja, bin ich glaube ich hier in der Zeit auf Arbeit gefahren, da hatte ich schon einmal verpasst, das war mein Fail. Bis 23 Uhr, da war dann wieder alles gut, und hier ging es dann nachher schon so langsam los, ab hier, dass man sich dann nicht mehr einloggen konnte. Ich hatte noch ein Katapult, das lief auch noch bis 4 Uhr morgens, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht allzu sehr viel verpasst, aber ich konnte keine Schwachpunkttouren mitnehmen. Die Ebenen konnte man nicht switchen. Das heißt, wenn ich irgendwo ins Leere angegriffen habe, war es halt einfach Pech gewesen, weil ich mich von 0 Uhr bis um 6 Uhr morgens oder so nicht einloggen konnte, so wie andere eben auch auf anderen Welten, ne? Wie gesagt, nur halt eben mit dem großen Nachteil, dass auf F9 schon bereits der World Boss läuft und die Zeit läuft ab und die Zeit konnte man halt eben nicht nutzen, und ich hoffe mal, dass wir die Zeit hinten raus irgendwie wiederbekommen. So, das wäre zumindest das Mindeste. Und ja, genau, dann die nächste Stunde sieht dann folgendermaßen aus hier. Also das ist dann quasi, ja, alles, was hier in der Zeit passiert ist. Ja, wir blieben auf der Ebene, wo wir waren. Das Katapult hat auch noch funktioniert. Ich kann nicht sagen, welche Zeit hier die Angriffe stattgefunden haben. Ja, deswegen, ich kann es nicht sagen. Ne, wir haben jetzt hier verursachten Schaden von 5 bis 6 von 1,3 Millionen. Verdiente Kriegsbeute 3012. Das ist auf jeden Fall crazy. Und ich glaube, ja, hier, so ab hier, ich weiß es nicht mehr, also irgendwo müsste es dann passiert sein, dass, also, ja, dass mein Katapult dann auch ausgelaufen ist. Aber ich kann es nicht sagen, weil das hier auch nicht zeitmäßig angegeben worden ist. Dann sieht man hier, habe ich dann auch 3-mal ins Leere geschossen, weil, ja, ich dann halt eben nichts machen konnte. Ich weiß halt nicht 100% genau, wann der Server wiedergekommen ist, so. Deswegen, man hat halt die ganze Zeit versucht in der Nacht, bis dann irgendwann jemand von Playa geschrieben hatte, das war der Flo, ey, es ist jetzt mitten in der Nacht, wir kriegen keinen mehr erreicht. Das war, glaube ich, dann irgendwann um 2 oder so. Ja, ich weiß es nicht mehr. Und also so ungefähr. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann gar nicht mehr versucht einzuloggen, weil dann klar war, okay, in der Nacht wird es jetzt eh nichts werden. Ja, von daher ist es mal wieder grandios gelaufen, das Ganze hier. Und ja, ich muss noch sagen, ich bin wahrscheinlich einigermaßen mit einem blauen Auge davon gekommen, würde ich meinen. Also vielleicht habe ich so eine Stunde verpasst oder 2 Stunden oder so. Ich kann es nicht mal ganz genau sagen. Ja, ich weiß es nicht. Ja, allerdings gibt es wahrscheinlich Leute, die noch mehr Pech hatten, so als ich, denke ich mal. Ja, nichtsdestotrotz ist es halt wieder alles andere als
ja, nicht gut gespielt einfach, beziehungsweise, ja, nicht gut gemacht, nicht gut, also das ist halt genau am World Boss, die Server down sind, mitten in der Nacht und dann keiner da ist zum Fixen, das ist natürlich dann ein riesengroßer Haufen Hundemüll und, obwohl die Hunde da auch nichts für können. Und ja, wir können hier auch nochmal reinluschern in die Taverne. Da sah das Ganze dann hier so aus, genau, um 2:44 Uhr hatte dann Florian geschrieben, also fast gegen 3. Ja, muss euch leider mitteilen, dass wir bis zum Morgen die Server nicht mehr fixen werden können. Kollegen schlafen schlicht schon zu tief. Ja, wir werden sicherlich über eine Kompensation für F9, wo der World Boss schon lief, nicht diskutieren müssen. Nur was in der Kompensation sein wird, klären wir dann direkt morgen intern. Also was am fairsten wäre, so wäre halt einfach, wenn man die verlorenen Stunden irgendwie hinten ranhängen würde. Ja, dass man, keine Ahnung, anstatt bis, ich weiß gar nicht, wann der endet der auch um 18 Uhr oder so? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Dass man dann sagt, okay, man spielt den noch bis 0 Uhr oder sowas dann, dass man wirklich die Stunden, die man verloren hat, hinten ranhängt. So, ne? Das ist so das, was ja, ich empfehlen würde, wenn es halt so, wenn das auch so funktioniert. Ne? Das weiß ich ja halt eben auch nicht. Kann auch sein, dass das gar nicht machbar ist und es irgendeine andere Art von Kompensation gibt. Aber ja, genau, das schon, ja, ist mal wieder super gelaufen, das Ganze hier. Ja, wie gesagt, habe ich jetzt eigentlich wenig Bock, noch irgendwie großartig hier weiter reinzugehen auf Tryhard-Basis. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, das meiste hier jetzt noch rauszuholen, einfach nur für die Challenge, die wir ja auch mit Strider und so haben, ne? Dass wir da ein bisschen ja, Abstand irgendwie kriegen oder so. Aber ja, das ist halt einfach alles andere als gut gelaufen, mal wieder hier durch diese Aktion. Wobei ich mich wirklich sehr darauf gefreut hatte, den World Boss wirklich sehr, sehr krank reinzugehen und zu tryharden diesmal. Ne? Wir holen uns mal die Kriegsbeute ab, die jetzt hier in der Nacht zusammengekommen sind. 424 Mio, 150k Kristalle, 216k Metall, ein paar Katas. Genau, und 17k nochmal an Medaillen. Mal gucken, wo uns das hin befördert. Auf Platz 2. Ja, GG auf jeden Fall. Wenn Umbums das jetzt hier holen sollte, dann sei ihm das auch wirklich gegönnt von Herzen. Ja, also der Junge hat sich das auf jeden Fall trotzdem mehr als verdient, auch wenn, ja, irgendwie gefühlt jeden World Boss irgendwie irgendein anderes Drama ist, so, keine Ahnung. Ich bin auch ganz froh, dass es jetzt erstmal der letzte dieses Jahr gewesen ist, weil, ja, das muss man wirklich nicht haben. Obwohl jetzt da halt eben jetzt die Server-Performance dran schuld war und jetzt nicht wahrscheinlich so direkt der World Boss, aber keine Ahnung. Ja, genau, das ist es jetzt halt, ne? Ich weiß gar nicht, können wir hier noch gucken? World Boss 30, da waren wir noch. Ja, das ist, hier ist einfach keiner Schadensmeister geworden. Das ist auch ganz interessant. Ja, und hier ging es dann anscheinend wieder los, ne? Genau, aber das ist auf jeden Fall so das Interessanteste hier, muss ich mal so sagen, ne? Und dass wir hier einfach, ja, so eine lange Downtime hatten, so, ne? Genau, ja, Freunde, was soll ich euch sagen? It is what it is. Können jetzt halt nichts dran ändern, so, ne? Und versuchen halt einfach jetzt das Beste draus zu machen. Ich bin gespannt, was es jetzt so an Kompensation gibt. Also so wie ich es verstanden habe, kriegen wohl alle eine Kompensation. Sowohl die Server, die eine Downtime hatten, als auch F9, die ja eine Downtime hatten von dem Server, plus halt eine Downtime vom World Boss. Also F9 müsste eigentlich nochmal extra vergütet werden, was das angeht. Weil da halt eben, ja, wertvolle Zeit vom World Boss einfach flöten gegangen ist, so. Und das ist halt auch gerade in einem Battle, wo es um eine internationale Platzierung geht, relativ ausschlaggebend, dass wenn ein Server ja, mehrere Stunden, so, ne, wirklich so über 6 Stunden bis zu 7 Stunden nicht spielen kann, dann ist das natürlich Wettbewerbsverzerrung, wenn alle anderen Server jetzt ganz normal laufen würden, ne, ab heute um 18 Uhr. Und ja, also es würde Fusion 9 halt einfach 8 Stunden fehlen oder so, oder 7. Ja, deswegen, genau, bin ich gespannt, was da kommen wird. Also
Wie gesagt, am fairsten wäre, wenn man diese Stunden hinten ranhängen würde irgendwie, wenn es geht. Das wäre so wahrscheinlich das, womit ich so mit am zufriedensten wäre, glaube ich. Ja, Freunde, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim World Boss. Ja, genießt ihn das letzte Mal. Ne? Und dass wir ihn dann irgendwann erst im nächsten Jahr wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.